So einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal mit Blick ins Freie und nicht wieder den hässlichen Vogel. Ja, Freunde, wir sind seit 6 Uhr wieder auf der Spur. Ich habe sehr gut geschlafen, wie eh und je. Gestern kamen noch, oh je, etliche Hiker an. Und heute Morgen, als ich ging, also die Zeltplätze waren jetzt nicht so toll da oben, ja, aber die haben sich wieder hingelegt wie Kraut und Rüben. Im Shelter lagen sie komplett schon wieder übereinander gestapelt. Wie die Hühner auf der Stange lagen sie da drin irgendwie, kann ich so sagen, wie eher so, das sah ja aus wie ein paar Hotdogs in so einer Bratspirale im 7-Eleven. Genau, jetzt haben wir so ungefähr 7:30. Haben ja schon 1, 2, 3 Meilen gemacht jetzt hier. Kleiner Aufstieg war auch dabei. Es ist noch trocken, aber allen Anschein nach kommt da heute mit Sicherheit was runter. Es ist auch frisch, also der Wind geht mäßig kalt. Und wir dackeln hier mal wieder mit viel Spaß und Freude durch den Wald hindurch. Genau, ja, ich dachte mir, ich nehme mal die Kamera nicht in die Hand. Ich nehme mal das Stirnband. Abwechslung muss sein. Ja, es gibt natürlich auch einen bestimmten Grund, warum da auf einmal gestern so viele Leute wieder am Start waren. Und zwar vor, glaube ich, 15 Meilen begann hier der Startpunkt für den sogenannten Long Trail. Und dieser Long Trail, der begleitet den Appalachian Trail ungefähr 270 Meilen mit hinauf in den Norden. Das bedeutet, oh hier, Blackfly, ich hasse dich. Sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da, Freunde. Die Blackfly. Und ich krieg schon wieder Panik hier. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist mir ablegen hier sofort und mich kampfbereit machen. Weil die hört nicht auf, die kommt. Oh. Wo bist du? Komm ran da. Komm ran auf den Meter, komm her. Da ist eine Mücke. Alter, diese Mistviecher, ne? Ja, was soll's? Wo ist noch von? Diese Mist, Mann. Da ist sie doch schon wieder, ich hab's doch schon gehört. Hören tue ich's, aber sehen tue ich's nicht. Ah. Komm mal ran, setz dich irgendwo hin, wo ich dich vernünftig eliminieren kann. Ah, diese Mistmale ohne Scheiß. Du kannst einfach nur immer weiterlaufen und hoffen, dass du schnell genug bist, dass du dich nicht kriegst. Diese Mistdinger, ey. Merke ich heute noch. Ich merke den Stich bis, was weiß ich auch immer, merke ich heute noch. Und das ist 3 Tage her, Freunde. Wisst ihr, wie lange man daran Spaß hat an so einem Scheiß? Diese Mistviecher, ey. Ja, wir haben alle eine Daseinsberechtigung. Das ist Futter für andere Tiere, nämlich. Ja. Ach, Circle of Life und so, ne? Ach ja. Genau, also wie gesagt, dieses Long Trail, da sind wohl auch einige unterwegs. Dementsprechend wird es wieder ein bisschen voller auf dem Trail. Deswegen bin ich auch wieder frühzeitig gestartet heute, um die ganzen Hiker hier ein bisschen voraus zu sein. Und ja, ich hätte schon Bock, heute mal wieder ein bisschen länger zu laufen. Das werden wir auch tun. Hier ist alles. Heute geht es wieder einigermaßen. Gestern hat es nicht geregnet. Aber alles Schlamm hier. Genau, weil ich glaube, also ich meine, so viel Höhenmeter werden es heute auch nicht. Dementsprechend können wir vielleicht echt ein bisschen länger machen. Wir gucken mal, wie sich das natürlich auch mit meinen neuen Schuhen verhält. Bis jetzt geht's. Also großartig An- und Aufstiege. Auf- und Abstiege hatte ich auch noch nicht. Aber bis jetzt. Boah, Scheiße. Kein Drücken, nichts, das passt schon. Gut, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Wir machen jetzt erstmal 2, 3, 4 Stunden. Bis wir mal irgendwo eine schöne Aussicht mal wieder haben. Dann gibt es ein Riegelchen.
Und dann, ja, weiter bis zum Mittag. Mal sehen, wie lange es trocken bleibt. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder Netz. Kann man wieder ein bisschen spicken. Tiere haben sich heute noch gar keine blicken lassen. Nur ein paar Chipmunks. Keine Rehe, nix. Naja, wird schon noch. Dann geht's los, Freunde. Auf geht's. Ja, wie man vielleicht hören kann, hat es leicht angefangen zu regnen. Aber ist noch nicht die Zeit gekommen für ein Poncho. Ja, je näher wir dem Norden kommen oder je weiter wir Richtung Norden wandern, desto matschiger, nässer und ungemütlicher wird es auch. Vor allem in Neuengland, habe ich mir sagen lassen, ist halt wirklich Matsch, Matsch, Matsch. Und wenn du da mal Pech hast und es regnet 3-4 Tage durch, ist es theoretisch möglich, dass auch mal ein Streckenabschnitt nicht begehbar ist. Und ja, dementsprechend werden auch die Städte und die Einkaufsmöglichkeiten immer weniger, weil eben nach oben hin wird es immer dünner besiedelt, das Ganze. Und wenn wir dann mal Maine erreichen, so in 3-4 Wochen vielleicht, dann geht es ja noch durch die 100-Meilen-Wildnis, wo man sich dann schon für 5 Tage Essen mitnehmen muss, weil ansonsten hast du halt keine Chance, irgendwas zu kaufen nebenbei. Man kann sich, glaube ich, einen Shuttle buchen, dass er einem Essen bringt und so, aber ja, wäre jetzt nur auch noch eine Lösung. Ja, die 100-Meilen-Wildnis, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Also soll jetzt eher flach sein. Und ja, dann einfach nur noch der Katahdin zum Aufsteigen. Ist nicht der höchste Berg, also da haben wir schon höhere bestiegen. Priest zum Beispiel. Der Priesterberg. Ja, schon langsam muss ich irgendwie auch akzeptieren, auch wenn es noch mehr als 500 Meilen sind, dass auch diese Reise mal zu Ende geht. Und das muss ich sagen, stimmt mich schon so ein bisschen traurig. Weil das einfach, das Leben hier draußen ist, man hat halt da keinen Vergleichswert. Das ist einfach, das muss man selbst erlebt haben. Also das ist eine Lebensart einfach hier. Ich dachte, hier kommt jemand. Das ist so nice. Ach ja, nee, das kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst erlebt haben. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen Ballast abwerfen möchte oder wie auch immer. Oder einfach mal eine geile Zeit haben will. Dann ist das hier genau das Richtige. Und das Dessert kommt ja auch noch. Also es kommen noch so geile Landschaften in Maine und Berge. Und das ist dann noch so das Zuckerl. Ne? Also die Leute, die im Norden starten und in den Süden gehen, also die Sobos, die naschen anfangs gleich ihr Dessert. Und ja, haben dann vielleicht noch den Shenandoah National Park und die Smokies. Aber ich bin sehr gespannt auf die letzten Wochen. Muss ja echt sagen, heute ist der 31. Ja, also ist Ende Juli. Und ab dem heutigen Tage noch einen Monat und ein paar zerquetschte. Wahnsinn. Was man hier alles erlebt hat. Und was ich noch erleben werde wahrscheinlich. Das ist schon geil. Also ich glaube schon, ich bin mir fast sicher, dass das hier nicht meine letzte Fernwanderung war. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache, aber eines Tages, muss nicht nächstes Jahr sein, nicht übernächstes Jahr, aber irgendwie muss ich auch wieder Geld verdienen. Eines Tages komme ich wieder. Und ob ich dann den Appalachian Trail nochmal laufen werde oder den PCT oder CDT, das weiß ich noch nicht.
Aber ich habe eins gelernt hier draußen, was ich im Leben nicht brauche. Das habe ich hier gelernt. Und einfach die kleinen Dinge schätzen zu wissen. Ja, genug. Genug der langen Worte. So, sind wir hier angekommen. Wo siehst du denn das? Ein See. Ach, das ist der Little Rock Pond. Okay. Alles voller Sterne hier. Wo bist du? Surveybox. Okay, jetzt weiß ich, was da drin ist. Irgendwo hier müsste es ein Shelter geben, um zu speisen, zu kredenzen. Aber vorher gucken wir uns das mal an. Hier, komm. Wo sind wir denn hier? Ja, passt. So. Was haben wir hier? Oh ja. Oh ja, das ist ja mal so ein richtiger... Okay, der ist absolut nicht tief. Ich sehe einen halben Meter tief hier. Höchstens. Aber sehr geil. Guck dir das an. Soll irgendwo ein Elch oder ein Bär mal ins Wasser hüpfen oder so. Das wäre geil. Ein sehr schöner See. So, also irgendwie ging der Shelter an uns vorbei. Beziehungsweise ich bin am Shelter vorbeigegangen. Und ja, es regnet aber nicht, deswegen Borscht. Machen wir hier kurze Pause. Dann schaue ich mal auf die Karte, wo der nächste Shelter ist. Einmal denen bitte. Dann esse ich hier jetzt nur eine Kleinigkeit. Und dann beim nächsten Shelter, wenn dann einer kommt, gibt es ja was Warmes. Liegt nie alles rum. Da jemand sein Alteisen entsorgt. Oh, hier Bärenprügel. Naja, wenn du nicht weißt, wohin damit, ab in den Wald. So, Mahlzeit Nummer 1. Oh, und hier Glasscherben, na klar. Also nach der Hälfte der Strecke, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt fast schon 18 Meilen oder so. Dann war es die ganze Hälfte. Nach dem Dreiviertelstück der Strecke, also ging, ja, ich sag mal so, human auf und ab, ne? Und jetzt hier bin ich 2 Stunden lang nur bergauf gescheppert. Hardcore. Obwohl keine Sonne scheint und es 25 Grad hat, ist meine Hose komplett nass. Oder war komplett nass. Ich habe mir den Moment genommen, mich auszuziehen, komplett splitterfasernackt auf den Trail zu stellen und mein Hiker-Dress auszubringen. Und da kam wieder literweise der Schweiß rausgetropft. Hier ist aber auch erstmal ein Bäumchen umgefallen. Hä? Oder hat mir den jetzt irgendjemand hingelegt, weil mich jemand ärgern will hier. So, nun kann man wieder irgendwo außen rumschlendern, oder? Oder mittendurch. Ja, komm, ab und zu hat man so einen Blödsinn immer. Da kommen eben mal ein paar Idioten und schmeißen ein paar Bäume in den Weg. Ich kann euch nicht sagen, warum sie das tun, aber sie tun es. Bin schon wieder blöd. Ja, liegt daran, dass mein Gehirn, glaube ich, ein bisschen unterzuckert ist gerade. Weil viel gefuttert habe ich heute noch nicht. Mein Haferschleim heute Morgen. 4-5 Riegel und Rahmen ist ausgefallen, weil ich keine schöne Stelle zum Kochen gefunden habe. Ja, und jetzt habe ich noch gesehen, an 1,5 Meilen
Und dann bin ich an dem Shelter, an dem 20-Meilen-Shelter für heute. Yes, Sir. Sagen Schuhe, ja, vielleicht werden wir doch noch Freunde. Können wir mal sehen, wie sich die Füße morgen früh anfühlen. Ich merke auf jeden Fall den linken vordere, das Schienbein vorne. Das letzte Mal war es rechts, dieses Mal ist es links. Deswegen mache ich ein bisschen langsamer gerade. Und es geht doch nochmal bergauf. Also ich dachte, ich hätte es geschafft. Hä? Nee, habe ich nicht. Und Sonne habe ich heute auch noch nicht gesehen. Sonne habe ich auch noch nicht gesehen heute. Mal ganz kurz hat sie durchgelunzt. Hat gesagt, sie schafft es nicht heute. Ja. Ich höre es hier um mich herum auch schon wieder die ganze Zeit grummeln und donnern. So, Daumen drücken, dass ich halbwegs trocken am Shelter ankomme. Ich wundere dass ich jetzt noch trocken bin. Aber wo ich den Berg hoch bin, dann hat es ausgesehen von unten, als würde ich einfach ins schwarze Nix, in eine schwarze Wolke aufsteigen. Ja, schon ein bisschen dunkel, oder? So ein bisschen hier. Leck mich am Ärmel. So. Jetzt auf zum Shelter, ich habe Hunger. Und ich brauche dringend eine Pause. So, ihr Lieben. Die 20 Meilen haben wir geschafft für heute. Ich habe jetzt auch gerade gegessen. Hier ist der Shelter. Ich könnte jetzt schon noch ein paar Meilen machen, aber wozu? Wozu? Das passt schon. 20 Meilen gemacht heute. Gut Höhenmeter. Und jetzt würde ich sagen, den Rest des Tages haben wir uns mit Schonung verdient. Was ein Deutsch. Haben wir uns mit Schonung verdient, ja. Ne, den Rest des Tages werden wir uns schön gediegen schonen, ja. So, wie sieht das hier aus? Ja, ich nehme schon den da oben, glaube ich. Ich nehme den da oben. Ja, Freunde. Dann ist der heutige Tag auch rum. Gibt es gar nichts mehr lang rumzuschnacken. Ich muss sagen, vielleicht werden die Schuhe und ich doch noch mal Freunde. Also, so bis jetzt geht's eigentlich. Muss ich sagen. Also, ich hätte es mir wirklich schlimmer vorgestellt mit dieser Sprengung. Aber bis jetzt ist echt gut. Mal sehen, was ich nach den nächsten 20 Meilen sage. Ja, komm. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier oben bauen wir jetzt auf. Und dann ist Schluss für heute. Freunde, macht's gut. Wir sehen uns selbstverständlich morgen wieder. Und dann geht's auf nach Rutland. Na, bis dann. Macht's gut und tschüss. Der Blödmann schon wieder. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Am 1. August 2024. Menschenskinder, die Zeit vergeht rasend schnell. 31 Tage August und 6 bis 8 Tage September. Da muss rum sein, die Wanderei. Also ich habe mir so gesteckt, 6. bis 8. September wäre ganz gut, wenn ich dann durch wäre. Dann ein bisschen runterfahren, was weiß ich, 1, 2 Tage irgendwo in Airbnb oder was weiß ich was. Und dann geht es leider wieder nach Hause. Naja. Die Kiddies. Die Familie vermisst man natürlich schon auch. Und die Freunde, ganz klar. Ja, heute ist schon wieder ein bisschen später. Ich habe ausgeschlafen bis 6 Uhr, bis mich dann die Mücken durch ihr Gesurre wahnsinnig gemacht haben und ich dann aufstand. Ja, die Nacht hat es auch geregnet und gewindet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Sturm war, aber es hat schon ordentlich geregnet und gewindet. So. Und dann hörst du links mal wieder einen Baum umfallen, rechts mal wieder einen Baum umfallen und ich sage euch Leute, das gibt Schläge. Du stehst einfach im Zelt. Bumm. Was war das schon wieder? Kann nicht sein. Und dann, keine Ahnung, 15, 20 Meter oder so neben dem Zelt, ein riesiger Baum. Liegt er da und schläft. Ja. Ansonsten war die Nacht eigentlich ruhig. Ja, ist jetzt kurz nach 7:30. Ich werde in 2 Meilen so einen kleinen Parkplatz erreichen. Mit Straßenanbindung. Und dann werde ich direkt mal versuchen, nach
Rutland zu hitchhiken, um dann eben dort noch ein bisschen was einzukaufen für die nächsten Tage nach Hanover dann. Genau. Also Essen würde mir jetzt noch 2 Tage reichen, aber 4, 5 brauche ich auf jeden Fall. Und mal sehen, ein schönes Essen in Rutland oder so. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall erstmal den Parkplatz jetzt erreichen und dann gucken wir mal, ob uns jemand mitnimmt. Oh, ist schon alles voller Spinnweben. Naja, bis später. Na, das klingt doch fast nach einem kleinen Wasserfall, würde ich behaupten. Ach, guck an. Eine Hängebrücke. Ha. Okay, nice. Die zweite schon. Oha. Geil. Kann ich mich gar nicht drehen hier, oder? Nee, oder doch? Geil. Kriege ich schon wieder Bock auf Packraft. Schön mit dem Schlauchboot hier lang brettern. Und schon sind wir in Rutland, meine lieben Freunde. Ich stand ungefähr 10 Minuten, habe mich eine Dame mitgenommen. Nicht ganz bis zum Walmart, aber ich bin relativ zentral. How's it going? Cooler Typ. Und die winken mir alle. Und ja, werde ich sehen, wie ich wieder zurück auf den Trail komme. Das schaffen wir schon. Der Highway führt mitten durch die Stadt. Die nächsten Tage, sagt die Dame auch, wird es hier wieder richtig pralle heiß werden. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut zu wissen. Wir machen uns jetzt auf zum Walmart. Bis später. So, Freunde. Willkommen zurück auf dem Trail der Träume. Wir sind zurück aus Rutland. Hat alles wieder wie immer reibungslos funktioniert. Ich bin ein bisschen am Schwitzen, weil ich gerade nach Schönberg aufgeballert bin. Und heute hat die Sonne wieder richtig Bock. Auf jeden Fall. Habe ich schon erzählt, ne? Die nächsten Tage könnten wieder richtig schön Bombe heiß werden. Ja. Wir waren im Dunkin' Donut frühstücken. Dann waren wir im Walmart. SD-Karten kaufen, damit ich ja weiter quatschen kann, damit ihr euch den Blitz noch ein bisschen weiter anhören könnt. Also ich weiß nicht, wie vielte Karte ich schon voll gemacht habe. Ja, das wird ein Mammutprojekt für mich, das ganze Zeug zu schneiden und ja, zu selektieren, Schrott und Müll und was zeigbar ist. Naja, der Winter ist auch lang und kalt, da kann man sowas machen. Genau, wie gesagt, Walmart. Haben wir natürlich auch gleich noch ein paar Lebensmittel eingekauft, sodass wir für die nächsten 50 Meilen nach Hanover gut gerüstet sind. Ja, heute machen wir noch so 10 Meilen vielleicht. Demnächst kommt ein Campsite, wo ich gelesen habe, dass man sich dort mal duschen kann für $1. 10 Minuten duschen, $1. Klingt doch gar nicht schlecht, oder? Das gucken wir uns mal an. Wenn das gegeben ist und nicht viel los ist, vielleicht legen wir uns da heute oder machen wir uns da heute einen schönen Nachmittag noch oder so. Na, jetzt ist es, was haben wir jetzt? Halb 2? 1 ab 2? Something like that. Ja, zweimal getrennt, zweimal 10 Minuten wurde ich mitgenommen. Easy peasy. So, alles klar, wir sind wieder hier und da gucken wir mal, ob wir was finden für heute Abend. Schwupps, Freunde. Ja, nach, was haben wir heute gemacht?
Nicht die Welt. 15, 16 Meilen. So, hier sind wir jetzt. Hier bleiben wir die Nacht. Hier muss ich mein Zelt noch aufbauen. Ballert natürlich noch die Sonne ganz schön, aber ich kann mich hier ein bisschen in Schatten zurückziehen. Ist halt jetzt ein offizieller Campingplatz, wo halt Duschen mit dabei ist, frei Wasser, also und WLAN und Pipapo, alles mögliche. Und bezahle jetzt für den Stellplatz hier 6 $. So ist es. Hier wäre es ein bisschen schattiger. Hier, glaube ich, baue ich mich auf. Ja. Ja, ich habe geguckt vorhin, wir haben jetzt noch etwa 2,5 Tagesmärsche nach Hanover. Und dann sind wir auch schon in New Hampshire. Krass. Ja, heute lief wie am Schnürchen, muss ich sagen. Ich baue jetzt mein Zelt auf, dann gehe ich geschmeidig duschen. Und ja, chill den restlichen Tag noch. Und wenn es nichts mehr Besonderes gibt, dann sehen wir uns wie eh und je morgen am 2. August wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Jawohl, es ist ein neuer Tag, der 3. August. Kurz nach 6. Wir sind voller Tatendrang, haben ausgeschlafen, haben gefrühstückt und starten jetzt in einen neuen Tag. Und ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum und greifen uns wieder an. Ja, die Nacht hat allen Anschein nach geregnet ohne Ende. Also hatte irgendwie aber nichts gesagt irgendwie im Wetterbericht. Nö, Sterngler Himmel. Hat geregnet. Ist alles nass. Wird schön schlammig sein wieder heute. Okay. Ja, ich denke, wir werden auch wieder so um die 20 Meilen in Angriff nehmen heute. Den ganzen Tag Zeit. Es soll trocken bleiben bis zum Nachmittag, späten Nachmittag, Abend hin. Dann soll es wieder ein bisschen gewittern. Und bis dahin haben wir vielleicht 20 gemacht. Oder auch nicht. Werden wir sehen, wie die Wege heute so sind und wie wir in Verfassung sind, die Füße schmerzen oder nicht. Ich muss sagen, bis jetzt geht es den Füßen gut, den Knien geht es gut und ich habe auch wirklich keine Schmerzen mehr in meinem linken vorderen Zeh. Also der war nicht gebrochen, er war halt gestaucht oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich, der ist wieder sehr mobil. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn mir auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr gestoßen. Yay! Kaum habe ich es gesagt, stoße ich mir heute 10-mal wieder an. Ach hier, weißt du, hier so, wenn das bleiben würde, den ganzen Tag so vom Untergrund her. Oh Gott. Das wäre ja das absolute Oberträumchen hier. Naja, der Aufenthalt auf dem Campingplatz war auch ganz nett. Weil die Straße hat man leider ein bisschen gehört die ganze Zeit. Oh, hinter uns geht die Sonne auf hier. Nice. Alter, die Mücken sind heute schon wieder extrem aggressiv. Mei, oh mei, oh mei. Ach du Scheiße, wie geil das aussieht. Komm, wir gucken da mal hin weiter. Ich glaube, da ist ein See. Also das will ich mir schon gerne mal angucken. Krass. Hier. So einen geilen Blick jetzt gehabt, Mann. War ja klar. Wenn du mal was Schönes siehst, dass da so ein Zelt steht. Ich will jetzt auch nicht nerven. Sieht ein schönes Plätzchen ausgesucht da unten. Auf jeden Fall. Der Meister mit Blick auf den See. Vorne harter Wasser, also hier ist schon geil. Hätte ich auch genommen. Hätte ich es gewusst. Naja. So hat man gestern zumindest schöne Dusche. So, soll mir doch einer sagen, dass das hier keine Bärentatze ist hier.
Also das ist auf jeden Fall kein Horn. Das ist meine Hand. Das ist meine Hand. Naja. Könnte ein Bärentätzchen sein. Aber wir werden es nie erfahren. Komm, den jagen wir jetzt. Den holen wir uns. Mittagessen. Schöner Wasserfall, sehr geil. Wir jetzt voll neiglaufen. Ich bin Weber. Mahlzeit. Es ist mittlerweile 12 Uhr. Ich habe gerade Mittag gemacht. Schön gemütlich. Also der Wetterbericht von gestern, der ist schon wieder komplett passé. Es ist so ein Schleier. Also die Sonne kommt nicht wirklich raus. Bis jetzt. Ja, wir sind seit 6 Uhr auf der Spur. 6 Stunden, 12 Meilen. Ist jetzt nicht wirklich der Hammer, aber heute lässt er uns ganz schön laufen, also hoch und runter. Heute sind Höhenmeter dabei. Was wollte ich jetzt? Ja, 1000 Höhenmeter, also nur bergauf haben wir schon gemacht. Circa 3000 Fuß, sogar ein bisschen mehr. Kommen noch 2000 dazu. Also ich habe zu meinem auserkorenen Ziel heute noch 9 Meilen. Vielleicht stecke ich auch ein bisschen zurück und mache nur 16 Meilen. Ja, geht schon ganz schön ab. Und ich muss sagen, beim Bergablaufen und so, die Schuhe, da kriege ich irgendwie heiße Füße drin. Ich weiß auch nicht, ob die nicht so gut belüftet sind oder irgendwie. Ich habe es jetzt ausgezogen über das Mittagessen und ja. Nützt ja nichts, ich muss ja weiter anziehen. Ich kann nicht barfuß laufen. Ja. Ja, 9 Meilen hätte ich jetzt noch vor mir, oder habe ich jetzt noch vor mir, bis zu dem Spot. Also es ist eine Kreuzung, da ist eine kleine Ortschaft. Und in den Kommentaren hieß es da wohl, dass dort ein Haus sei, wo ein Trail Angel drin wohnt. Und der lässt wohl die Hiker im Garten zelten. Und dann hätte ich heute dann 20,6 Meilen oder sowas. Und ich bis dahin kommen. Weiterlaufen würde wieder ins Nix führen, also was heißt ins Nix führen, würde halt wieder nichts kommen, großartig. Erst wieder in 5-6 Meilen. Und so weit will ich ja dann doch nicht laufen heute. Also ich mache schon noch, ich mache mich jetzt wieder auf, ich fülle mein Wasser jetzt auf. Wasserquellen sind wieder mal rar. Aber bin ich halt froh, dass die Sonne nicht so ballert. Gerade bei den Anstiegen vorher. Boah, Junge. Ich dachte, der Wald, der lässt mich gar nicht mehr los jetzt hier. Meine Fresse. Ich dachte, er hört nicht mehr auf. Und das Scheiß, die Scheiße
verarscht mich doch auch nach Strick und Faden. Sagt er, 300 Höhenmeter hast du noch auf die nächsten 3 Meilen. Sag ich, wenn das 1000 waren, dann kommen wir vielleicht hin, aber mit Sicherheit nicht 300. Alter. Oh, ich will jetzt einfach nur noch hier runter. Meine Knie ballern schon wieder, meine Schuhe, meine Füße tun weh von den verf***ten Schuhen. Ey. Nee, also geradeaus laufen auf einer Ebene und bergauf kannst du die Schuhe schon verwenden, aber bergab. Mülltonne. Mülltonne. Was ist das jetzt eigentlich für ein dämlicher Zugangsweg hier? 1000 Brennnesseln. Man sieht, man hört vielleicht an meiner Stimme, dass ich dezent die Schnauze voll habe für heute. War aber jetzt auch heute ein zorniger Tag. Meine Fresse, ey. Geh weg da. Oh, jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich bei dem im Garten irgendwie pennen kann und Wasser kriege. Ich habe kein Wasser mehr. Die letzten 10 Meilen keine einzige Wasserquelle. Null. Komme ich hier auch durch? Was ist das? Wenn hier eine Schlange am Boden ist, siehst du gar nichts, ne? No risk, no fun. Ich will einfach nur hier durch. Das ist so dumm. Ja, wenn ich mich heute nicht nach Zecken absuchen kann, dann weiß ich es auch nicht. Ey, ist das... Ich habe keine Ahnung, ich gehe einfach, weil es irgendwie nach Weg aussieht. Hat es hier geregnet am Tag zuvor? Gehst du hier durch? Das ist wie eine Waschanlage. Einmal durch bitte. Was ist das hier? Sieht schon wieder so aus. Boah! Bei manchen Pflanzen kriege ich echt einen roten Hautausschlag zum Teil, ne? Also Gift-Efeu-Blödsinn. Oder was weiß ich. Was die Amis hier noch alles haben. Freunde, ich brauche was zu saufen. Ich habe Durst. Ich muss mich setzen. Ich brauche eine Pause. Ich wollte jetzt einfach nur noch rausscheppern aus dem Wald. Weil du hast ja links und rechts hast ja nichts. Das ist ja alles Felsen und kann man irgendwie kurz Pause machen. Ist auch dumm. Das sind alles Brombeeren, aber die sind noch nicht reif zum Teil hier. Ja, schön den Giftefeu. Ja, schön an die verschwitzten Waden schmieren. Das ist geil. Da stehe ich immer richtig drauf. Heute wird es Zeit, dass ich in meinem Zelt liege. Und die Augen zumache und den Tag mal wieder Revue passieren lasse hier. Eigentlich nicht so, dass ich keinen Spaß hätte, aber ich bin schön geballert. Hab mich schön verausgabt, bin fix und alle. Aber ein paar Liter mehr wären schon nicht schlecht gewesen hier. Und wie gesagt, ich bin einfach nur completely nass. Wet. Und das ist jetzt richtig geil mit den ganzen, was weiß ich, Pollen und von den ganzen Pflanzen hier. Fängt nämlich gerade richtig schön an zu beißen. Geil. Ja, aber so ist doch eine schöne Szenerie hier, oder? Ja. Wenn ich im Parkplatz komme, heißt es, gehst du links, erstes Haus auf der linken Seite. Sagst du, klopfst du an, sagt er. Sagst du, hier bin ich, bist du der Daniel? Can I please pitch my tent up in your garden? Would be cool. And the next question is, where can I go to poo in the morning? Das ist eine essentielle Frage, Freunde. Wenn das Schokoauto morgens hupt, Junge, dann musst du aber mal auf Zack sein dann. Erstens wissen, wo du hin musst, die Distanz wissen, wie lange du noch brauchst. Ist Klopapier da oder nicht? Ja, das hier sind Probleme des Lebens hier. Raus, hier, komm. Irgendwie. Du hast hier eine Allergie gegen so eine Blitzensdinger hier, ne? Und weiß nichts davon. Stirbst du hier und keiner weiß es. Alter Lachs. Wir sind hier die Dedicated Volunteers. Ich könnte nicht mal mit der Sense durchfahren. Zumindest beim Weg hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist echt nicht mehr feierlich. Jetzt jammert der schon wieder. Das ist hier unmöglich. Und die Leute, die mich von der Weiten hören, die denken sich auch, ach du Scheiße. Was haben sie denn da für einen Psychopath aus der Anstalt entlassen? Was? Nix. Okay, bin ich noch auf dem Weg? Sagt mal jemand was?
Grillen sagen nein. Ihr lügt mich doch sowieso an. Ist platt getrampelt, also muss es da wohl sein. So halbwegs platt getrampelt. Parkplatz, ich höre zumindest schon mal ein Auto. And it's close. Es ist nah. Boah, erstmal hinsetzen und nochmal den letzten Rest austrinken. Vielleicht mal Elektrolyte noch rein, weil ich ja kaum geschwitzt habe heute. Und dann gucken wir mal. Wenn er natürlich nicht zu Hause ist, habe ich Pech gehabt. Dann würde ich sagen, zusehen, dass ich irgendwo Wasser auftreibe, direkt gleich essen, wieder Energie tanken und dann eben weiterlaufen mit ein bisschen Wasser, dass du irgendwo was findest. Bringt ja nichts sonst. Aber ich mache jetzt aus, ich quatsch schon wieder zu viel. Guten Morgen. Mittwoch dürfte heute sein. Ich verlasse gerade meinen Schlafplatz. Hinter mir auf einer Wiese übernachtet von dem Daniel. Das war gestern lustig. Also das Haus hier. Da kam ich gestern an und da standen im Garten schon 2 Zelte. Und da hieß es, man soll klopfen. Ja, wie gesagt, ich bin da. Kann ich mein Zelt im Garten aufschlagen. Habe ich gemacht, also ich habe geklopft. 4, 5 Mal. Keiner aufgemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ja, vielleicht einkaufen oder was, ne? Und habe halt mein Zelt einfach aufgebaut. In der Hoffnung, dass alles gut ist und er mich halt da pennen lässt, ne? Ah, hier ist die Brücke schon wieder. Und wo ist mein Weg? Müsst ihr auch mal gucken. Ist ja einfach mal das Auto vorbei. Ja, nichtsdestotrotz, mein Zelt stand dann da. Hab mir eingelegt, habe was zu essen gemacht. Und geht's dann eigentlich weiter mit dem Weg? Löschen Trail? Ja, das weiß ich. Aber wo geht's im Norden? Auf jeden Fall was zu essen gemacht, hingesetzt. Wollte gerade essen. Dann kamen die Hiker an, denen die Zelte gehörten. Haben sie gesagt, wir liegen auf der falschen Straßenseite, wir müssen auf die andere Seite gegenüber gehen. Na ja, okay, alles klar. Das Zelt wieder abgebaut. Geht das hier lang? Also das Zelt zur Hälfte abgebaut, dann rüber über die andere Straßenseite. Das war ein Bild für die Götter. Ne, hier geht's nicht lang, oder doch? Das ist doch ein Blaze. Muss ich hier durch? Hier durch? Nee, Alter, oder? Quatsch nicht. Ja, muss ich jetzt erstmal kurz auf den Plan gucken. Ich muss irgendwann auch mal ein Geschäft erledigen, ein größeres. Ja. Dann darüber gelaufen und drüben gezeltet dann. Und, ja, die ganze Nacht hat es wieder geregnet. Hat um 9, halb 10 angefangen, heftig zu regnen. Alles nass natürlich, komplette Zelt. Jetzt hat es ein bisschen aufgehört. Ich hoffe, das bleibt halt auch so. Genau. Und dann mal sehen, was der Tag bringt. Die Distanz die Strecke nach Hannover werde ich vielleicht splitten. Weil es werden heute über 23 Meilen und ich glaube, ich mache heute Hälfte. Also heute die Hälfte, morgen die Hälfte, heute ein bisschen ruhiger. Nicht wieder so ein Geballer, bei Höhenmeter wären es wieder genauso viele. Von dem her starten wir einfach mal gemütlich in den Tag. Gucken, wo unser Weg lang führt, wenn er da lang führt hier. Dann geht es gleich mal in die Waschmaschine, in die Waschanlage. Und in dem Sinne starten wir mal rein in den Tag.